Arbeitnehmerschutz ist eine Riesenerrungenschaft. Wissen wir alle. Vergessen wir manchmal aber. Für Musiker ist das bis heute ein großes Thema. Vielleicht nicht so sehr für Festangestellte in Orchester oder Kirche, aber für Freischaffende und Menschen am Theater ist es das sehr wohl. Und so war das eigentlich schon immer. War man im 18. oder 19. Jahrhundert bei der Kirche oder bei der Stadt angestellt, verließ man die Stelle eigentlich nur, wenn man das selbst wollte oder wenn man starb. An den Höfen war das allerdings total anders. Das Einkommen und die Karrierechancen waren hier zwar oft besser, aber man bezahlte mit seiner Freiheit und Planungssicherheit. Denn wehe, wenn sich der Geschmack änderte oder der Chef wechselte. Hier kommen 5 spannende Beispiele, bei denen das so war. Die Berliner Hofkapelle. Was 1713 in Berlin passierte, gab es auch andernorts immer wieder. Friedrich I. und Sophie Charlotte waren kunstliebende und auf Repräsentation bedachte Barockmonarchen. Man pflegte die Künste, man sammelte und baute. Zum Beispiel das Stadtschloss in Berlin und Schloss Charlottenburg. Es wurden Opern aufgeführt, ein Orchester unterhalten und repräsentative Feste ausgerichtet. Das war imposant, aber auch teuer. Für ihren Sohn Friedrich Wilhelm I., den Soldatenkönig, war das reine Geldverschwendung. Er finanzierte lieber das Militär. Nach seinem Amtsantritt löste er die vorher innovative und moderne Hofkapelle einfach auf. Die Musiker wurden entlassen oder zu deutlich schlechteren Konditionen wieder eingestellt. Manche von ihnen werden uns gleich wieder begegnen. Faustina Bordoni und Johann Adolf Hasse. Ein solches Ende hätten sich Johann Adolf und Faustina niemals träumen lassen, denn beide waren Superstars. Sie hatten sich in Italien kennen und lieben gelernt und dort schon mächtig Karriere gemacht. Er als Komponist, sie als Sängerin. Die sächsischen Kurfürsten und polnischen Könige August der Starke und August III. Holten sie in den 1730er Jahren nach Warschau und Dresden. Während der Hofstaat zwischen den Residenzen pendelte, bekamen die Hasses frei, wenn wieder Warschau-Zeit war. So konnten sie weiterhin auf den internationalen Bühnen präsent sein, besonders in Italien. Das erhielt ihren Marktwert und strahlte am Ende auch auf den Hof zurück. Sie blieben über 30 Jahre. Sie bauten die Hofkapelle weiter aus und holten andere Virtuosen nach Dresden. Unter Hasses Leitung wurde die Hofkapelle eine der besten ihrer Zeit und ein Vorbild weit über den deutschen Sprachraum hinaus. Der Siebenjährige Krieg machte der Blüte erstmal ein Ende. Dresden wurde von Friedrich II. Bombardiert und besetzt. Friedrich kannte und schätzte die Hasses zwar, er musizierte wohl auch während der Besatzung mit ihnen, nichtsdestotrotz brannte ihr Haus im Bombardement von 1760 nieder, mitsamt vieler Noten. Sachsen verlor den Krieg und war pleite. Schlechte Zeiten für Musik. Als August III. 1763 starb, wollte und musste sein Nachfolger Friedrich Christian die Hasses entlassen. Genauso wie viele andere Musiker auch. Zu diesem Zeitpunkt waren beide schon über 60, also hundealt für ihre Zeit. Sie versuchten einen Neuanfang in Wien, aber Hasses Musik war inzwischen total unmodern. Trotz des großen Namens konnten sie nicht richtig landen. Mit über 70 zogen sie weiter nach Venedig. Hier hatten sie immerhin noch einen gemeinsamen Lebensabend, denn beide wurden über 80. Johann Sebastian Bach. Bei Bach war das ganz anders. Er ging freiwillig. Als er 1717 an den Köthener Hof kam, dachte er sich am Ziel seiner Träume. Er hatte hart gekämpft, um aus seinem Vertrag in Weimar rauszukommen und sich dabei mit ziemlich vielen verscherzt. Erstmal lief es auch wunderbar mit dem neuen Fürsten Leopold von Anhalt-Köthen. Der war nicht nur ein kunstliebender Mensch, der selbst gern und gut musizierte, sondern Bach scheint sich auch persönlich mit ihm gut verstanden zu haben. Die Hofkapelle war super. Sie bestand zum Teil, und da sind sie wieder, aus Musikern der aufgelösten preußischen Kapelle. Doch alles änderte sich, als Leopold 1721 heiratete. Seine Frau stand leider nicht so auf Musik. Bach regt sich in einem Brief über die Amusa auf. Aber vielleicht lag es auch am labilen Gesundheitszustand des Fürsten, dass Bach das Gefühl hatte, dass das künstlerische Klima am Hofe verflog oder dass er sich seiner Stelle nicht mehr so sicher sein könnte. Bach zog freiwillig weiter. Er bewarb sich in Hamburg und in Leipzig und nahm dort 1723 die Stelle des Thomaskantors an. Aber das ist eine andere Geschichte. Türkische Musiker am polnischen Hof. Während unsere ersten beiden Beispiele in die Wüste geschickt wurden und der dritte sich selbst gekümmert hat, liegt die Sache hier völlig anders. Menschen konnten auch Geschenke sein. Lange Kerls, also große Soldaten für den Soldatenkönig, sächsische Spitzenklöpplerinnen für den russischen Hof oder eben osmanische Musiker für den polnischen Hof.
Der polnische König Jan III. Sobieski bekam vom Sultan in Konstantinopel eine Janitscharenkapelle geschenkt. Die Janitscharen waren eigentlich eine Eliteeinheit von Personenschützern. Spannendes Detail, mit Linkshänderanteil, um auch die linke Seite des Sultans optimal zu schützen. Als Kapelle hatten sie Instrumente, die für europäische Ohren extrem ungewohnt waren und deshalb total auffielen. Das waren vor allen Dingen Schlag- und Blasinstrumente. Als August der Starke Nachfolger auf dem polnischen Thron wurde, übernahm er die Kapelle kurzerhand und ließ sie auch in Dresden spielen. Und das auch noch, als die osmanischen Musiker schon längst gestorben waren. Da nahm man dann einfach einheimische Musiker, steckte sie in die Klamotten und die nahmen dann deren Rollen ein. Aber ehrlich, ich finde das schon ganz schön krass, verschenkt zu werden. Aber das war im 18. Jahrhundert eben total üblich. Die Janitscharen reihten sich in die Besonderheiten, mit denen man an barocken Höfen protzte und prunkte. Genauso wie Hofzwerge, Hofmohren und Wunderkammern. Joseph Haydn. Ein Beispiel erfolgreicher Emanzipation sehen wir bei Joseph Haydn. Er startete als Chorknabe am Wiener Stephansdom. Als er durch einen Stimmbruch durch war, flog er dort raus und war erstmal 10 Jahre freischaffend. Er unterrichtete, korrepetierte, komponierte, sang in Gottesdiensten, half in Chören und Orchestern aus. Das muss sehr mühsam gewesen sein und er war total froh, als er endlich eine Festanstellung bekam. Seit 1761 war er bei dem Fürsten Esterházy angestellt. Neben der finanziellen Sicherheit hatte das aber auch viele Nachteile. Er war musikalischer Lakai, musste also immer in der Nähe der Herrschaft sein. Das heißt, im Sommer in Ungarn, im Winter in Eisenstadt. Projekte außerhalb des Hofes waren eigentlich überhaupt nicht machbar. Er durfte nur mit ausdrücklicher Genehmigung seines Fürsten für andere komponieren oder veröffentlichen. Aber er bemühte sich trotzdem immer wieder darum, mit dem Erfolg, dass die Vertragsklauseln irgendwann wegfielen. Als der alte Fürst starb und sein Nachfolger die Kapelle fast einstampfte, ging für den 58-jährigen Haydn ein neues Leben los. Er blieb zwar offiziell im Amt, war aber freigestellt und erhielt eine Pension. Dass er nun frei war, sprach sich schnell herum. Er zog nach Wien und wurde nach England zu Konzerten eingeladen. Fürst Esterházy sah sich mehr als Mäzen und Unterstützer, genauso wie viele andere Adlige, die sich in Wien als Konzertveranstalter hervortaten. Aber das war eben auch schon im 19. Jahrhundert.